Schöne Tage in der Sonne mit meinen Kindern in der Natur. Das hat uns glücklich gemacht. Glück, Arbeit. Feierabend zu haben für dieses Jahr und jetzt diese Tasse Kaffee zu trinken. Nicht mehr und nicht weniger. Kinder ist mein Glück, wirklich. Sonst nichts. Ich glaube, Glück ist Genügsamkeit. Glück ist, wenn man, sagen wir, immer ein bisschen vom Inneren heraus ein bisschen fröhlich ist, ein bisschen lacht. Oder sie haben im Auto das Vier. Oh. Manchmal ist Glück auch, die Bahn doch noch zu kriegen. Ganz einfach. Anscheinend muss es nicht immer der große Lottogewinn sein oder das Traumhaus am Strand. Für jeden bedeutet es etwas anderes. Der Psychologe Tobias Rahm forscht zum Thema Glück und gibt dazu Seminare. Er muss es also wissen. Was ist Glück? Wenn wir psychologisch, wissenschaftlich über Glück sprechen, dann meinen wir, dass Menschen, die glücklich sind, häufig positive Emotionen, seltener negative Emotionen und eine hohe allgemeine Lebenszufriedenheit haben. Also ganz viel an Glücklichsein ist eben auch Zeit zu haben, darüber zu reflektieren, was gut ist und was nicht gut ist und entsprechende Maßnahmen zu treffen. Dame dreht um und Chassé. Und dann kannst du weitermachen. Außenseitig vorbei. Genau. Für ihn waren es nicht nur die kleinen Dinge, die ihn in diesem Jahr zum echten Glückspilz machten. Danny Morgenstern, Buchautor, Coach und Tanzlehrer. Corona war ein Schlag ins Gesicht, weil alles über den Haufen geworfen wurde. Meine Moderationen, meine Vorträge, mein Tanzunterricht, es ging gar nichts mehr. Man wurde im Prinzip komplett kaltgestellt. Dann hat es mich erwischt, ich habe einen Nebennierentumor gekriegt. Und die haben zu mir gesagt, wenn das Ding bösartig ist und wir nehmen es raus, maximal 1 Jahr. Für Danny Morgenstern und seine Familie folgte eine Zeit voller Angst und Ungewissheit. Untersuchungen, Krankenhaus, OP-Termin. Meine Familie konnte nicht mit, man konnte keinen Besuch empfangen. Und das war bedrückend tatsächlich. Und ich lag 9 Tage mit der Gewissheit da, dass ich nicht wusste, ob ich meine Familie überhaupt jemals wiedersehe. Weil diese Operationen, die ich in Hamburg habe durchführen lassen, waren nicht ganz so einfach. Das war ein hormonaktiver Tumor, der hätte mich unter der Narkose killen können. Und ich habe tatsächlich Abschiedsbriefe geschrieben, die auf meinen Nachttisch gelegt. Ich habe einen letzten Chat mit meiner Frau gemacht, weil mich ja niemand besuchen konnte und bin dann in die Operation gegangen. Während der mehrstündigen OP konnte der Tumor an der Nebennierenrinde entfernt werden. Nach mehreren Untersuchungen dann die erlösende Nachricht. Der Krebs hatte nicht gestreut, keine Metastasen. Ein paar Tage später kam der Arzt rein und sagte, Sie haben unglaubliches Glück gehabt. Das Ding war gutartig. Und jetzt spiele ich hier noch eine Runde mit. Dankbar sein für Dinge, die einem widerfahren, auch das ist ein Schlüssel zum Glücklichsein, meint Psychologe Tobias Rahm. Und es gibt noch ein paar Tricks. Also Glück in schwierigen Zeiten ist, also sich erstmal klar machen, dass es gerade schwierige Zeiten sind, ist, glaube ich, schon so ein erster Schritt. Also das ist nicht verwunderlich, dass es uns gerade irgendwie nicht so gut geht wie normalerweise, weil es ist halt nicht wie normalerweise. So. Und dann bleibt es so, ich bin nicht hilflos, ich bin nicht überall allem hilflos ausgeliefert, sondern ich kann Maßnahmen umsetzen. Wenn wir uns jetzt wieder subjektives Wohlbefinden angucken, dann heißt es, mehr positive Emotionen erfahren. Also wenn ich weiß, dass mir Eichhörnchen total Spaß machen, dann ist es gut, wenn ich öfter mal in den Park gehe, wo ich welche sehen kann. Und wenn Sie gerne Kekse backen und wissen, dass da Glücksgefühle bei hochkommen, dann ist das eine gute Tätigkeit. Also ein bisschen mehr machen, um positive Gefühle zu haben. Für Danny Morgenstern gab es in diesem Jahr viele Glücksmomente, kleine und auch ganz große. Er weiß, er hat einfach echtes Glück gehabt. Jeden Tag, wenn ich aus der Dusche komme, stehe ich vor meinem Spiegel und föhne meine Haare und sehe meine 4 Narben. Und das erinnert mich jeden Tag daran, was für ein Glück ich hatte. Und ich bin unglaublich froh, dass ich hier noch dabei sein kann, weil Leben macht ja doch irgendwie Spaß, ne? In der Tat. Und so eine Erfahrung rüttelt einen bestimmt auch wach. Professor Viola Oertel von der Uniklinik Frankfurt ist bei uns. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was brauchst du denn eigentlich, damit wir glücklich sind? Ich glaube, ich würde es so formulieren, dass es wichtig ist, dass wir vor allem aktiv sind und dass wir unser Glück selbst beeinflussen können. Dass wir nicht darauf warten, dass uns Glück passiert, sondern dass wir verschiedene Dinge tun, um glücklicher und zufriedener zu sein. Dann ist es natürlich sehr individuell, aber prinzipiell gibt es natürlich ein paar Faktoren, die wir aufzählen können. Dazu zählt
dass wir uns zum Beispiel bewegen, dass wir viel raus an die frische Luft gehen, dass wir lachen, dass wir mit anderen Leuten Nähe haben, eine zwischenmenschliche Beziehung und eine Bindung haben und dass wir uns gut ernähren. Das sind so die Stellschrauben, an denen wir auch drehen können. Gerade das Bewegen, ne? Homeoffice-Zeit jetzt in Corona-Zeiten, viele zu Hause, die es nicht bewegt haben. Also das hilft schon einfach, mal rausgehen an die frische Luft. Genau, das wäre so das eine. Das zweite wäre natürlich auch, sich gut zu ernähren. Dann, wie gesagt, ganz wichtig auch, jetzt in Homeoffice-Zeiten hat man ja weniger soziale Kontakte gehabt. Social Distancing war ja auch das, was wir an Regeln hatten. Aber umgekehrt können wir trotzdem schauen, wie können wir trotzdem soziale Beziehungen trotzdem weiter aufrechterhalten. Zum Beispiel sich draußen auf einen Spaziergang treffen. Dann hat man gleich die frische Luft, man hat die Bewegung und man hat aber auch den sozialen Kontakt. Und das ist ganz wichtig für unser Wohlbefinden und unser Gefühl der Zufriedenheit. Lässt sich Glück denn auch wissenschaftlich irgendwie ein bisschen, ja, wie soll man sagen, mit bestimmten Kriterien festlegen, darlegen? Also es gibt sogenannte Glückshormone, also Stoffe, die im Körper ausgeschüttet werden, wenn wir das Gefühl von Glück und Zufriedenheit empfinden. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel Serotonin, das ist so das sogenannte Wohlfühlhormon, ein Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir uns im Entspannungsmodus befinden, wenn wir irgendwie keinen Stress haben, ne? Und auch so ein bisschen zur Reduktion von Angst. Oder zum Beispiel Oxytocin, ganz interessant, das sogenannte Bindungs- oder Kuschelhormon, ein Hormon, das eben ausgeschüttet wird, wenn wir Nähe haben, wenn jemand uns tröstet, wenn jemand uns umarmt. Oder aber auch ganz wichtig, das Hormon Dopamin, ein Stoff eben, der ausgeschüttet wird, wenn wir uns bewegen zum Beispiel, weil das eben so dazu führt, dass wir Energie und Antrieb haben. Sie haben es gerade schon gesagt, auch Ernährung spielt eine Rolle. Ja. Was kann ich denn irgendwie da tun, um glücklicher zu sein? Schokolade sagt man oft, aber... Ja, es gibt einfach so verschiedene Bestandteile in der Ernährung, die dazu führen, dass eben Serotonin vermehrt ausgeschüttet werden. Dazu zählen verschiedene Vitamine, Aminosäuren oder zum Beispiel auch Omega-3-Fettsäuren. Hat man vielleicht auch schon mal gehört im Zusammenhang von der mediterranen Diät. Da vielleicht Lachs, verschiedene Öle, Leinsamen, die man zu sich nehmen kann. Auch, oder? Nüsse zum Beispiel. Ne? Also Stoffe, was man ja auch aktiv beeinflussen kann, wo man sagen kann, das kann ich jetzt ganz bewusst in meine Ernährung integrieren. Kann Schlaf auch helfen? Oder? Also zumindest guter Schlaf und vor allem regelmäßiger Schlaf und regelmäßiger Tag-Nacht-Rhythmus ist ganz essentiell dafür, dass wir uns gut und zufrieden fühlen. Ja. Jetzt ist natürlich momentan auch wieder die Phase mit Corona, der nächsten Welle, Omikron. Man ist natürlich so ein bisschen in diesem Trott drin, dass man auch die negativen Dinge sieht. Wie kann ich denn vielleicht das Gehirn auch trainieren, glücklicher zu sein? Ich glaube, es ist halt ein bisschen ein Kreislauf. Ich glaube, wir müssen damit beginnen, dass wir sagen, ich tue jetzt ganz bewusst die Dinge, die mir gut tun, für die Gesundheit, aber auch für die Psyche. Und wenn wir 1, 2, 3 Schritte gegangen sind, dann merken wir, dass mit jedem Schritt mehr es uns auch leichter fällt, wieder den weiteren Schritt zu tun. Und das ist eine Sache. Das Zweite war auch, dass wir ganz bewusst den Fokus auf das Positive richten. Uns zum Beispiel abends noch mal kurz hinsetzen und sagen, was habe ich heute Schönes beobachtet? Was habe ich Gutes geschafft? Was hat mir vielleicht auch jemand Positives gesagt? Also, dass wir auch das wirklich wahrnehmen, was an Positivem passiert. Auch die Kleinigkeiten, auch die Kleinigkeiten, genau. Weil oft richten wir ja den Fokus auf das Negative und bemerken gar nicht, was alles eigentlich an positiven Dingen passiert. Aber man muss auch selbst aktiv werden, ne, um was zu tun und nicht darauf warten, dass es besser wird. Genau, es sind eigentlich 2 Faktoren. Ne? Das eine ist, handlungsaktiv zu werden und das zweite ist, das auch wahrzunehmen. Sehr schön. Dankeschön, Frau Oertel von der Uniklinik Frankfurt, dass Sie bei uns waren. Und wir sind jetzt alle ein bisschen positiver gestimmt und glücklicher, hoffentlich. Dankeschön.